Hallo Leute, heute wird es ein etwas anderes Video. Ich werde meinen Marktausblick bzw. meine Prognose für das nächste Jahr vorstellen. Außerdem wird kurz das Zockerdepot durchgeschaut. Ich nehme so viel vorweg, dass ich ganz zufrieden bin mit der Performance von beiden Depots. Also Leute, lasst uns loslegen. Ihr wisst ja, jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Ab geht's! Das wichtigste Element im nächsten Jahr ist unbestritten die US-Wahl. Und dabei stellt sich die Frage, wird Trump zur Wahl zugelassen oder nicht? Grundsätzlich ist es sehr interessant, wenn man die Rhetorik des Notenbankchefs, also von Jerome Powell, sieht, dass er mittlerweile mit Zinssenkungen um die Ecke kommt, wo das noch keiner so richtig am Schirm gehabt hat, zumindest nicht in dieser offensichtlichen Art und Weise, wie er es vermittelt. Grund dafür kann sein, dass die natürlich sehr unparteiische Notenbank doch will, dass eher die Republikaner nicht ans Ruder kommen mit potenziell Trump, sondern eben die Demokraten weiterhin die Geschicke von Amerika lenken. Aus diesem Grund ist die Rhetorik etwas nachvollziehbarer, weil natürlich, wenn die Wirtschaft in eine Rezession schlittert in den amerikanischen Staaten, ist es unwahrscheinlich oder ist es aus der Vergangenheit her ersichtlich, dass es kaum der Präsident schaffen wird, wieder als Präsident gewählt zu werden. Fällt jedoch die Wirtschaft nicht in eine Rezession und geht es ihr besser, in dem Fall, dass sie Unterstützungen durch die Notenbank kriegt, durch Zinsreduzierungen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, dass die Demokraten am Ruder bleiben. Darum sehe ich ganz klar mit der Unterstützung der Notenbank, die im Wesentlichen Benzin in den Motor der Wall Street gießt, steigende Kurse, zumindest am Anfang des Jahres. Und zwar, es wird sich so lange halten, bis die Wahlen durch sind. Danach, glaube ich, wird es zu einem Ruck kommen, da die verfrühte Reduzierung der Zinsen oder die zu drastische Reduzierung der Zinsen zu einem Überschwingen führen wird, was im Endeffekt wieder zu einer neuen Anfachung der Inflation führt und mehr oder weniger das Ganze befeuert. Weil im Grunde genommen aktuell ist die Situation in Amerika unschön. Der Immobilienmarkt ist quasi tot. In Europa im Endeffekt in Europa ist es im Endeffekt ähnlich. Der Immobilienmarkt ist von einem hochliquiden Markt zu einem inliquiden Markt geworden. Jeder, der Immobilien hat, will sie nicht verkaufen, wenn er nicht muss. Und jeder, der Immobilien kaufen will, kauft sie nicht, weil er sie nicht kaufen will, aufgrund der Zinslage aktuell. Zumindest bei den Durchschnittsimmobilien und nicht bei den Luxusimmobilien. Und summa summarum gibt es sehr viele Indizien, dass am Anfang die Märkte stabil nach oben tendieren. Auf der anderen Seite muss man betrachten, dass die Arbeitsmarktdaten sowie die Unternehmensdaten oder gerade die Arbeitsmarktdaten durchaus positiv ausgefallen sind, was kaum eine Schwäche der Wirtschaft zeigt. Die Ergebnisse der Firmen sind durchwachsen, aber durch Einsparmaßnahmen konnten sie ihre Ziele im Endeffekt retten sozusagen. Die Gemengelage bleibt etwas undurchsichtig. Die große Frage, die man sich natürlich stellen muss, ist, da aktuell die Rallye voll im Gange ist, wo kommt zusätzliches Potenzial her für die Weiterführung dieser Aufwärtsbewegung? Und in diesem Fall ist es natürlich ganz klar, dass durch das zusätzliche Geld der Notenbank durchaus Optionen entstehen können. Meiner Meinung nach kommt am Ende des Jahres dann eine wesentlich schwierigere Phase der Börse. Um diese zu bewältigen, wird es etwas ein Geschick erfordern. Die Frage ist natürlich, welche Werte werden besonders profitieren von der ganzen Situation. Ich glaube, dass gerade im kommenden Jahr
Small Cap beziehungsweise kleine Mid Cap Werte außerordentlich profitieren werden. Seit Jahren gibt es keine Small Cap Prämie mehr oder kaum eine noch. Ich glaube, dass sie dieses Jahr zurückkehren wird und dass durch diese Prämie durchaus gute Performance-Gewinne gerade bei kleineren Depots möglich sind. Natürlich werden, sage ich, natürlich werden die Wall Street-Giganten davon nicht so profitieren. Eine Berkshire zum Beispiel, wenn die Small Cap, die müsste es kaufen und selbst das würde wahrscheinlich keinen Performance-Unterschied bei ihnen ausmachen. Aber gerade bei Depots unter 500.000 Euro mit hoher Risikoaffinität kann das zu guten Chancen führen. Das Zockerdepot ist mittlerweile 15,21% im Plus, was für die 2 Monate eine ganz gute Performance ist. Jedoch ist in den 2 Monaten natürlich auch der Markt dementsprechend stark gestiegen. Sehen wir uns kurz die einzelnen Werte an. Der Zuckerwert schwächelt leider, obwohl Südzucker AG mittlerweile angekündigt hat, dass sie die Tochter Corp Energies komplett übernehmen will. Grundsätzlich ist diese Tochter in den Bilanzen vollständig verarbeitet, was bedeutet, es kommen keine zusätzlichen Erträge ins Unternehmen, aber dennoch wird die ganze Struktur schlanker, was insgesamt einen Vorteil für das Unternehmen bieten soll. Ich werde an dem Unternehmen noch etwas festhalten, aber wenn sich die Entwicklung weiter so schleppend verhält, wird es wohl oder übel abgestoßen. Der nächste Wert ist ARC Resources. Mittlerweile hat er sich wieder fast in die Gewinnzone zurückgekämpft und ich werde weiterhin in diesem Wert investiert bleiben, da ich nach wie vor positive Entwicklung für Rohstoffwerte im kommenden Jahr sehe. Der nächste Wert ist On Semiconductor. Dieser hat sich wieder nach dem Kurseinbruch etwas erholt, ist leicht am Steigen, wird aber von mir vor Weihnachten zur Bereinigung der Bilanz abgestoßen. Diamondback Energy ist ein solider Wert und läuft ganz gut. In Summe bin ich mit dem Depot zufrieden. Der Ausbau des ETF-Depots läuft auch relativ solide, da das ETF-Depot mittlerweile 5% im Plus ist nach 2 Monaten, was natürlich durch die starke Rallye in den vergangenen Monaten der Grund ist. Bei diesem Depot werden im Grunde genommen jedes Monat 200 Euro investiert und es soll einen soliden Grundstock für das Zockerdepot liefern, sofern das Zockerdepot sich positiv entwickelt. Also sprich, in diesem Depot versuche ich etwas höheres Risiko zu gehen, um eine etwas bessere Performance zu erzielen und schlussendlich durch den zusätzlichen Gewinn eben das Depot stabiler zu gestalten. Ob es mir gelingen wird sich zeigen. Und darum an alle, ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Rutsch und wir werden uns im nächsten Jahr wiedersehen. Falls euch dieses Video gefallen hat, liked es, kommentiert es, abonniert mich und wir werden uns im nächsten Jahr wieder hören. Vielen Dank für eure Unterstützung.